1946 ging ich auf die Hebräische Universität in Jerusalem. And I took a course on the, I don't know how to say it in English, the nature of the Hebrew language. Und ich belegte einen Kurs über die Natur der hebräischen Sprache. And the professor was an unbeliever. Und der Professor war He ungläubig. didn't believe in anything. Er glaubte an gar nichts. But he had great insight into the language. Aber er hatte großartige Einsicht in die Sprache. And he spoke about this word deceitful. Und er sprach über dieses Wort trügerisch. And in Hebrew it is akov. Im hebräischen Akov. The same word that comes in the name of Jacob. Dasselbe Wort, das in dem Namen Jakob vorkommt. Yaakov. Jaakov. And Jacob too was deceitful. Und auch Jakob war betrügerisch. But the thing that he said about it is this. Aber das, was er darüber sagte, war Folgendes. It is not passive, it is active. Es ist nicht passiv, das ist aktiv. It's not that your heart is deceived. Es ist nicht so, dass das Herz betrogen wird, It is that your heart deceives you. sondern es ist so, dass das Herz einen betrügt. And the same word occurs in the prophet Hosea, Und das gleiche Wort kommt vor beim Propheten Hosea, where it says Gilead is a city polluted with blood. wo es heißt, Gilead ist eine Stadt, die von Blut beschmutzt And ist. the same word is used, Akov. Und da ist das Wort Akov. But this professor said this. Aber dieser Professor sagte Folgendes. What it really means is this. Was da wirklich gemeint ist, ist The Folgendes. people of Gilead shed blood and then cover it up. Das Volk von Gilead hat Blut vergossen und das dann bedeckt oder getarnt. That's the nature of your heart. Das ist die Natur eures Herzens. You cannot trust it. Dem kann man nicht vertrauen. It will tell you lies. Es wird einem Lügen It erzählen. will conceal its guilt. Und es wird die Schuld verbergen. And there's only one person that will tell you the truth. Und es gibt nur eine Person, die einem die Wahrheit sagen kann. That is the Lord himself, Das ist der Herr selbst. by the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Jesus compared the Holy Spirit to the finger of God. Jesus hat den Heiligen Geist verglichen mit dem Finger Gottes. Not the hand of God, but the finger of God. Nicht mit der Hand Gottes, aber dem Finger Gottes. And when the Holy Spirit deals with your heart, Und wenn der Heilige Geist sich mit deinem Herzen befasst, he doesn't put his hand on a big area, dann legt er nicht seine Hand auf einen großen Bereich, but he puts his finger on just one thing. sondern er legt seinen Finger auf genau eine Sache. And I believe that's important for all of us here this morning, Und ich glaube, dass das für alle von uns hier heute Morgen wichtig that we ist. allow the Holy Spirit to put his finger on those areas in our lives which are not pleasing to God. Dass wir zulassen, dass der Heilige Geist seinen Fingern auf die Dinge in unserem Leben legt, die vor Gott nicht annehmbar sind. I'm not saying that all of us need that. Ich sage nicht, dass wir alle das brauchen. I thank God for those who do not need it. Ich danke Gott für die, die es nicht nötig But haben. I know that after I had been a preacher for 40 years, Aber ich weiß, nachdem ich den nun schon 40 Jahre lang Prediger bin and some people would have called me successful, und einige Leute mich als erfolgreich there were bezeichnet haben, areas in my life that I needed the Holy Spirit to put his finger on. da gab es Bereiche in meinem Leben, wo ich es nötig hatte, dass der Heilige Geist seinen Finger drauf zeigt. And today I seek to walk humbly with the Lord Und heute trachte ich danach, mit dem Herrn demütig zu wandeln and with the people of God, und mit dem Volk Gottes. and to honor others more than myself. Und andere mehr Ehre einzuräumen als mir. And you know, it's as though a great burden has fallen off my Und wisst ihr, shoulders. das ist wie wenn mir eine riesige Last von den Schultern gefallen ist. When you are promoting yourself, it's always a big effort. Wenn man sich selbst nach vorne stellen will, dann ist das immer eine wahnsinnige Anstrengung. But when you just hand it over to the Lord, Aber wenn man das einfach dem Herrn übergibt, all the effort is gone. dann ist die ganze Anstrengung weg. I want to give you just an example from my personal experience. Ich möchte euch mal ein Beispiel aus persönlicher Erfahrung After anführen. this time we were in Hawaii, Nach dieser Zeit, dass wir in Hawaii or waren, while we were in oder Hawaii, während wir in Hawaii waren, with my wife as a witness, und meine Frau kann es bezeugen, I told God that I gave over to him da habe ich Gott gesagt, ich übergebe ihm everything I had ever produced, alles, was ich je produziert habe. every book,
jedes Buch, every cassette, jede Kassette, every video, jedes Video, every radio message. jede Radiobotschaft. I no longer own them. Es gehört nicht mehr mir. I put them in God's hands. Ich habe das in die Hände And I Gottes said, gelegt. God, you can do what you will with them. Und habe gesagt, Herr, du kannst damit tun, was du willst. And it has been amazing what God has done when I put them in His Und hands. es ist erstaunlich, was Gott getan hat, nachdem ich das in seine Hände gelegt I habe. understand there are 15 of my books now in the German language. Ich habe gehört, dass es jetzt 15 von meinen Büchern in Deutsch gibt. I have had nothing to do with Da that. hatte ich nichts mit zu tun. We've had a dear brother that has served faithfully, Wir hatten einen lieben Bruder, der hat treu gedient. but it's God who did it. Aber es ist Gott, der es getan hat. There are 16 of my books in the Russian language, 16 meiner Bücher gibt es in der russischen Sprache. and many of my cassettes and all my videos. Und viele Kassetten von mir und alle Videos. Nearly all my videos are in all the languages of Eastern Europe. Fast alle meine Videos sind in all den Sprachen Osteuropas. I don't go to bed worrying about that. Und ich gehe nicht abends ins Bett und mache mir darüber Gedanken. I hardly know what's going on. Ich weiß kaum, was überhaupt los ist. It's all in God's hand. Das alles steht in Gottes Hand. And He is so faithful. Und er ist so treu. All right, we must go on. Wir müssen fortfahren. What else is going to be shaken? Was wird noch erschüttert? We haven't by any means come to the end of the list. Wir sind beileibe nicht am Ende der Liste angelangt. Let's turn to Revelation chapter 6. Schlagen wir auf Offenbarung 6. And we'll read from verse 12 through 14. Wir lesen Vers 12 bis 14. And I plan to come back to Revelation chapter 6 later in this series. Und ich plane später in dieser Serie nochmal auf Offenbarung It's a 12 chapter zurückzukommen. that God has made very vivid to me, Das ist ein Kapitel, das Gott für mich sehr lebendig hat werden lassen. especially since we were in Moscow. Besonders seit wir in Moskau waren. But let's look in Revelation 6 verses 12 through 14. Aber schauen wir mal Offenbarung 6, 12 bis 14. And I looked when he opened the sixth seal, and behold, there was a great earthquake. The sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. And the stars of heaven fell to the earth, as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. Und ich sah, als das 6. Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. There are at least 6 different books in the Bible that describe the same event. Und es gibt wenigstens 6 verschiedene Bücher in der Bibel, die genau denselben Vorgang beschreiben. And I believe one thing is obvious. Und ich glaube, eines ist offensichtlich, That's only going to happen once. dass das nur einmal geschehen It wird. cannot happen more than once. Das kann nicht mehr als einmal So geschehen. every time you read about that in the Bible, whether it's in Isaiah or in Joel or elsewhere in 1 Peter, it describes the same moment in history. Also jedes Mal, wenn ihr darüber lest, sei das in Jesaja oder in Joel oder in Offenbarung, irgendeinem anderen Buch der Bibel, wird genau dasselbe Ereignis hier beschrieben. But look at the end of verse 14 here. Aber jetzt schaut euch das Ende von Vers 14 an. It says, every mountain and island was moved out of its place. Das heißt, alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. That's more than a usual earthquake. Das ist mehr als ein gewöhnliches Erdbeben. I personally believe it will happen exactly as it's described. Ich persönlich glaube, dass es genau so geschehen wird, wie es da beschrieben ist. Every single mountain on earth will be moved, Jeder einzelne Berg auf der Erde wird wegbewegt. and every island will be moved. Und jede Insel wird wegbewegt. That's a great shaking, Das ist eine große Erschütterung. but it's the final shaking. Aber es ist die letzte Erschütterung. And then just one other passage in Matthew 24. Und noch eine Schriftstelle in Matthäus 24. What time are we supposed to finish? Wann müssen wir auf? All right. Thank you. Don't be too generous. Seid nicht zu großzügig. You'll regret it later. Später tut es euch leid. Matthew 24,
Matthäus 24, verse 29. Vers 29. And this refers again to the same situation. Und hier geht es wieder um dieselbe Situation. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. God said he would shake not only the earth, but heaven also.